Ich bin ohne Handy, Geld und ohne jeglichen Plan in Peru gelandet. Total ins kalte Wasser geworfen, muss ich die ersten Tage und Nächte erst einmal im neuen Land ankommen, was mich deutlich mehr herausfordert als zunächst angenommen. Ich wurde gerade schon wieder vom Hund angegriffen. Das ist echt der leichte Bruch bei mir angesagt, weil ich einfach keinen einzigen Laden finde. Keine Tienda, kein Markt, kein gar nichts. Ich bin wirklich ziemlich am Ende und ein bisschen verzweifelt im Bruch. Nachdem wir uns unsere 90 Tage Visum bei der Immigration abgeholt haben, ist es auch schon Zeit, Abschied zu nehmen. Bro, Stefan, Mann. Junge. Da Stefans Kreditkarte geklaut wurde, wollen wir uns in der nächsten Stadt noch einmal treffen, damit ich ihm mit meiner Notfallkreditkarte ein wenig Geld abheben kann. Es hat jetzt gerade ein Auto angehalten. Der hat mir direkt gesagt, es kostet 20 Soll da hinzufahren. Also hier wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil die Leute einfach Geld wollen. Ich wurde es echt mitgenommen von dem Kahn hier. Das Zeug ist oben drauf mit so einem kleinen Seil. Ich hoffe, das hält. Ich bin jetzt tatsächlich direkt in der Stadt, wo ich mich morgen mit Stefan treffen will. Ein Mann spricht mich auf der Straße auf meine Gitarre an und bittet mich, ein wenig zu spielen. Nach ein paar Liedern werde ich in sein Restaurant gebeten, wo ich noch ein wenig weiterspiele. Meinen ersten Soul, das habe ich jetzt schon bekommen. Alter Schwede. Das sind ein paar Hunde auf jeden Fall. Da hat es ein Fußballstadion. Mal schauen, ob ich da drin schlafen kann. Ich wurde gerade auf ein Bier eingeladen. Ich habe jetzt einfach Essen richtig viel bekommen. Muchas gracias. San Ignacio. Ich habe jetzt mit dem Wachmann geredet, die haben nochmal extra mit dem Wachmann geredet. Ich darf hier leider nicht im Sportplatz pennen. Aber jetzt haben die gesagt, ich soll in den Parque Central gehen. Mal schauen, ob das ein guter Schlafplatz wird. Todo bien. Vamos al parque. Hola Alemania. Hola. Peru. Alter. Essen lebt noch, ich lebe auch noch. Hier unten werde ich es mir jetzt gemütlich machen. Die haben mir einfach 10 Zoll in die Hand gedrückt. Es ist geisteskrank. Ich muss hier nicht mal irgendwas machen, um irgendwas zu kriegen. Ich blicke einfach irgendwie nicht mehr durch, wie krass und womit ich das alles verdient habe. Also hier ist gerade eine Frau, ich glaube, die ist halt voll auf Drogen. Die kommt halt da einfach mit diesem fucking Ding. Oh, jetzt schafft sie. Oh, jetzt ist sie echt geschafft. Nicht gedacht, dass sie da selber hochkommt. Morgen. Ich habe noch das Essen von gestern. Das heißt, ich habe jetzt Frühstück im Bett. Hier unten im letzten Eck habe ich mich einquartiert. Ich gebe meinen Schlafplätzen, also solchen Schlafplätzen, immer gerne ein Rating von 1 bis 10, wie obdachlos ich mich quasi gefühlt habe. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall hier für mich, glaube ich, eine stabile 8 von 10. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dem geben würdet. Da ich Stefan am nächsten Tag treffen will und mir der Parque Central als der beste Treffpunkt erscheint, entschließe ich mich, den Tag dort zu warten. Ich verbringe den Tag mit Gitarre spielen, Lesen und Tagebuch schreiben. Mittags mache ich einen kurzen Abstecher auf den Markt, wo ich mich mit Reis und Tomaten eindecke. Was geht? Wie war die Fahrt? Wie lange sitzt du schon hier, Alter? Bro, den ganzen Tag. Ich war nur einmal beim Markt und musste essen. Ja, das Ding ist, da ist der ATM, deswegen wollte ich einfach nicht weggehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil hier die ganze Zeit der Strom ausfällt. Auf jeden Fall wollen wir eigentlich Geld abheben für Stefan, aber das funktioniert halt nicht, weil hier der Bankautomat halt einfach keinen Strom hat. Wir warten halt hier schon irgendwie seit 3-4 Stunden drauf. In der Wartezeit gönnen wir uns Reis mit Tomatensauce. Nach einer weiteren Stunde Wartezeit entschließen wir uns dazu, einen Schlafplatz zu suchen. Wir laufen komplett aus der Stadt heraus und landen zum Schluss an einem sumpfigen Feldweg. Also hier haben wir die Nacht geschlafen. Letztes Loch. Glauben das hier auch, weil es hier ein bisschen mieft, irgendwie nah an der Kläranlage ist. Aber gut. Wir sind nur wieder in der Panaderia. Machen wir wieder die asozialen Stromdiebe. Alle Akkus wieder voll. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg raus aus der Stadt. Und dann werden wir wieder getrennter Wege gehen. Also hier haben wir die Nacht geschlafen. Stefan hat sich hier einfach mit der Matte hingelegt gehabt.
Darf ich vorstellen? Gabi Stabi. Stefans neue beste Freundin Gabi, die Ja. Stabheuschrecke. Die versteht mich endlich. Wir wollen jetzt da das Regenwasser, was da runter sifft, auffangen, weil es wahrscheinlich besseres Wasser ist als dieses Siftwasser, was wir sonst immer trinken. Wir wollten jetzt gerade Gitarre spielen. Die Seite, die ein bisschen am Arsch war, ist tatsächlich gerissen. Jetzt müssen wir neue Seiten aufziehen. Da ich halt ein Vollamateur bin, hat es jetzt glaube ich echt eine Stunde gedauert. Aber jetzt sind die Seiten richtig frisch. Das schaut richtig geil aus. Ich habe die Gitarre noch ein bisschen geputzt. Ah, ich wurde gerade schon wieder vom Hund angegriffen. Also wirklich gebissen so. Ich weiß echt nicht, was die gegen mich haben. Ja gut, hier, man sieht nur Kratzer zum Glück, weil die Hose ein bisschen getränkt. Alter, aber schon ein bisschen, oder? Der hat richtig zugebissen, ne? Alter, Das war letztes Mal auch so. Letztes Mal hat er mich, glaube ich, hier in den Oberschenkel, weil es ein größerer war. Und hier ist alter Stier, haben sie es aufgerissen. Ja. War das auch der Hund? Ja, das war davor nicht. Krass. Alter, also, ich weiß echt nicht, was die Hunde gegen mich haben, aber das wird auf jeden Fall noch lustig hier in Peru. Nachdem wir noch zusammen bis zur Hauptstraße gelaufen sind, heißt es endgültig Abschied nehmen. Ab jetzt bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Ich beginne direkt mit dem Hitchhiken. La dirección de Jaén. ¿Es la dirección de Jaén? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, pero es un parte de la... ¿Sí? ¿Es posible? ¿Sí? Ich hab einen Ride. Und einen geilen LKW. Ich glaube, ich sehe da vorne einen Stefan. Was geht ab? Alles fit? Runde starten. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Nach circa einer halben Stunde Fahrt werde ich abgesetzt, um weiter zu trampen. Es ist mal wieder zum idealen Zeitpunkt angefangen zu regnen. Mein Zeug ist mal so notdürftig geschützt, aber da drüben ist so ein Torbogen. Ich versuche jetzt einfach manchmal drüben das Zeug unterzustellen und halt trotzdem auf der Seite zu hitchhiken. Ich habe gerade meine Hosentasche gefasst und ich, Depp, habe es echt hingekriegt, meine 2 Soul, die ich noch hatte, zu verlieren. Das ist echt scheiße, jetzt bin ich wirklich bei 0 wieder. Übel den geilen Ride bekommen. Direkt nach Jaén. Hier rausgelassen. So, ich habe es gerade irgendwie ein Stündchen Straßenmusik gemacht. Ist hier schon sehr zäh, also sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, also es war wahrscheinlich auch eine Kombination. Ich bin halt auch einfach müde, ich war jetzt nicht so mega motiviert. Ich habe wirklich mainly gemacht, weil ich Hunger habe. Knappe Stunde habe ich 2 Pesos gemacht. Das reicht genau für ein Abendessen, ist perfekt. Aber hier ist es auf jeden Fall schwieriger als in Ecuador, wo es ja wirklich super, super gut ging. Ich bin jetzt wirklich gefühlt schon durch die halbe Stadt gelaufen. Es ist echt der leichte Bruch bei mir angesagt, weil ich einfach keinen einzigen Laden finde. Keine Tienda, kein Markt, kein gar nichts. Ich will einfach eigentlich nur Tomaten. Ich habe noch trockenen Reis, wenn ich da halt wenigstens irgendwie eine Tomatensauce reinmachen kann. Aber ich finde halt einfach gar nichts. Ich bin wirklich ziemlich am Ende und ein bisschen verzweifelt im Bruch. Frage ich mal, ob ich bei der Tankstelle da schlafen darf. Ich war immer noch mitten in der Stadt, an der Straße, aber ist mir jetzt wurscht. Jetzt schlafe ich hier unter der Treppe so halber. Was ich jetzt an Essen noch habe, ist ein bisschen Reis, Öl und Salz. Abgesehen von dem und ein paar Instant-Nudeln heute Morgen habe ich aber nichts gegessen, gestern auch nicht viel gegessen. Also ich bin wirklich, ich meine, ich reise schon lange ohne Geld, aber das ist jetzt echt einer der bruchmäßigsten Tage, die ich je hatte. Ich muss wirklich wie der ärmste Hund rüberkommen, weil ich war jetzt hier gerade am Kochen, ich sitze hier mit meinem Kocher und jetzt haben wir einfach gerade so eine Familie, die laufen da jetzt. Die sind einfach hergekommen, der Kleine, und hat mir 5 Soll in die Hand gedrückt. Diese Menschen hier, die sind so hilfsbereit, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Nachdem ich mein eher trauriges Mahl gegessen habe, falle ich todmüde ins Bett. Es sieht halt wirklich niemand ein, diesen Hund mal zu disziplinieren. Es ist halt so nervig, es ist halt wirklich alle 10 Minuten. Ich fühle mich langsam schon echt einfach schlecht, weil ich wirklich gar nichts dafür mache. Ich glaube, ich muss mal einen Counter machen, wie viel Geld ich einfach mit Existieren gemacht habe. Also heute ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr im Ansatz überreißen kann, was ich alles bekommen habe.